Moin Moin und hallo Carsten. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Display von eurem Fernseher, Monitor, Laptop, Smartphone oder von sonstigen Geräten richtig reinigt und was man unbedingt beachten sollte. Denn es gibt da so einiges, was leichten bis wirklich schweren Schaden an diesen teilweise sehr empfindlichen Geräten verursachen oder sogar auch richtig gefährlich werden kann. Grundsätzlich müsst ihr euch vor einer Reinigung immer über die Sicherheits- und Pflegehinweise des jeweiligen Geräteherstellers informieren und den vorgegebenen Anweisungen unbedingt Folge leisten. Als erstes muss das Gerät vom Strom genommen bzw. ausgeschaltet sein, von Akkus und Verbindungen zu anderen Geräten getrennt werden, um so sicherzustellen, dass kein Strom mehr fließt. Auch sollte das Gerät ausreichend abgekühlt sein, bevor man es reinigt. Woran man im Alltag jetzt vielleicht nicht denkt, was aber wirklich fatal sein kann, ist bei der Reinigung Uhren, Ringe oder ähnlichen Schmuck zu tragen. Legt diese Sachen bitte vorher ab, denn das kann wirklich schlimme Kratzer verursachen. Bevor wir nun das Display reinigen, entfernen wir zuerst den groben Staub mit so einem weichen Staubwedel. Damit dieser seine volle Wirkung entfalten kann, schüttelt man diesen kurz vor der Verwendung auf. Diese sind im Idealfall auch neu oder nur wenig benutzt, denn es können sich bei einer vorangegangenen Reinigung Partikel verfangen, die das Display zerkratzen könnten. Und je öfter man diese benutzen würde, desto wahrscheinlicher wird es dann auch mit jedem Mal. Achtet auch darauf, dass ihr nicht zu viel Druck ausübt und so das Plastik von der Halterung des Staubwedels auf das Display kommt, denn das kann auch Kratzer verursachen. Danach auch unbedingt die Ränder und Rückseiten des Fernsehers oder Monitors mit abwedeln. Gerade auf der Rückseite, wo meistens Lüftungsöffnungen sind, kann der Staub in die Geräte eindringen und das kann zur Beeinträchtigung der Wärmeableitung der Elektronik führen, bis hin zu Störungen, Defekten, Stromschlägen, Kurzschlüssen oder im schlimmsten Fall sogar bis zum Brand des Geräts. Und da elektrische Geräte aufgrund ihrer elektrostatischen Aufladung Staub anziehen, sollte man diese Reinigung am besten auch einmal in der Woche durchführen. Wenn die Rückseite wie hier bei dem Fernseher und Monitor relativ kratzunempfindlich ist, kann ich euch nahelegen, und das wird auch von Herstellern empfohlen, hier mit einem Staubsauger drüber zu gehen, damit man den schon in das Gerät eingedrungenen Staub noch teilweise herausgesaugt bekommt. Allerdings gibt es halt auch Monitore oder Fernseher, die ein empfindliches Hochglanzgehäuse haben und da würde eine Staubsaugerbürste hässliche Mikrokratzer hinterlassen. Dann sind da noch Geräte, die einen eingebauten Lüfter haben. Auch hier darf man nicht mit einem Staubsauger arbeiten, denn die eingesaugte Luft treibt den Lüfter an und dieser erzeugt damit Strom wie ein Generator. Und dadurch kann die sensible Elektronik von dem Gerät dann auch beschädigt werden. Bevor wir jetzt anfangen, das Display mit einem Tuch zu reinigen, möchte ich euch auch nochmal dringend davon abraten, Küchentücher, Toilettenpapier, Gesichtstücher oder ähnliches aus Papier bzw. auf Holzbasis zu verwenden. Die winzigen Holzfasern, die in den Papiertüchern enthalten sind, können kleine Kratzer auf den Displays hinterlassen. Auch wenn man diese nicht sofort sieht, können dann daraus mit der Zeit stumpfe Stellen entstehen. Bei diesen Reinigungen ist ein Mikrofasertuch bestens geeignet. Auch solltet ihr unbedingt auf Reiniger verzichten, die aus scheuernden Inhaltsstoffen oder aus Alkohol, Ammoniak oder ähnlichen Chemikalien bestehen. Dazu zählen zum Beispiel auch die üblichen Glasreiniger, die man so zu Hause hat. Diese sind zu aggressiv und können die Beschichtung von Displays beschädigen. Gleiches gilt auch bei den oft vorgeschlagenen Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure. Diese oder ähnliche Hausmittel können auch das Material der Displays angreifen. Leitungswasser wird auch oft vorgeschlagen, aber dieses kann durch den enthaltenen Kalk Rückstände und Schlieren auf den Displays hinterlassen. Und destilliertes Wasser ist zwar entmineralisiert, hat aber keine fettlösenden Eigenschaften. Deshalb haben wir einen speziellen Bildschirmreiniger, der für alle Arten von Bildschirm geeignet ist und eine sehr gute Reinigungsleistung hat. Einen Link zu dem Produkt findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unter diesem Video. Jetzt nehmen wir uns das Mikrofasertuch, falten es mehrmals und sprühen eine kleine Menge des Displayreinigers auf eine Seite des Tuchs. Bitte den Displayreiniger nicht direkt auf das Display sprühen, da hier die Gefahr besteht, dass die Flüssigkeit in Öffnungen läuft und dies kann zu Funktionsstörungen, Stromschlägen oder einem Brand führen. Wenn wir das Tuch mit dem Reiniger eingesprüht haben, reinigen wir nun das Display damit. Bei starken Verschmutzungen diese bitte nicht mit dem Fingernagel entfernen, denn damit riskiert ihr auch Kratzer auf dem Display. Hier geht ihr dann mehrmals mit dem Tuch über diese Stellen, bis die Verschmutzungen entfernt sind. Und bei Bedarf sprüht ihr noch etwas Reiniger auf das Tuch. Ist das Display etwas größer, müssen wir auch zwischendurch immer mal wieder das Tuch mit dem Displayreiniger neu einsprühen. Oder bei starken Verschmutzungen gegebenenfalls eine neue Seite des Tuchs benutzen, um den aufgenommenen Schmutz nicht zu verteilen. Da diese Displays ja immer größer und dünner werden und somit auch empfindlicher, darf man bei der Reinigung auch nicht zu viel Druck ausüben. Auch damit riskiert ihr einen Schaden am Display. Wenn ihr noch mehr Tipps zu anderen Reinigungen im Haushalt sehen möchtet,
Dann schaut doch mal in unsere anderen Videos rein, lasst auch gerne ein Abo da, drückt auf die Alarmglocke und wenn ein neues Video erscheint, dann werdet ihr sofort darüber informiert. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr unter diesem Video auch gerne einen Kommentar hinterlassen, darüber würden wir uns sehr freuen. Bei der Reinigung sollte ja wie schon gesagt das Gerät abgekühlt sein, das heißt das Display sollte auch nicht direkt von der Sonne angestrahlt werden, denn damit könnte der Reiniger schon vor der Reinigung verdunsten. Die Hersteller raten auch generell davon ab, Fernseher und ähnliche Geräte direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Nach der Reinigung drehen wir das Tuch nun auf eine trockene und unbenutzte Fläche und wischen damit nochmal über das Display. Ist das Display sehr schmutzig, sollte man auch lieber mit 2 Mikrofasertüchern arbeiten, eins zum Reinigen und eins zum Trocknen und Polieren. Dabei auch immer mal wieder das Tuch auf eine unbenutzte Seite drehen. Für eine Reinigung solltet ihr die Tücher im Idealfall auch nur einmalig benutzen, denn auch hier besteht die Gefahr, dass sich aus zuvor gereinigten Flächen Partikel in dem Tuch befinden. Diese Tücher kann man dann für nicht empfindliche Flächen nochmal benutzen oder sie kommen direkt in die Waschmaschine. Und beim Waschen der Tücher bitte keinen Weichspüler benutzen, da dieser wasserabweisende Inhaltsstoffe enthält und somit das Tuch behindert, Feuchtigkeit bzw. Schmutz aufzunehmen. Und genau das sind ja die Stärken von Mikrofasertüchern. So, ich hoffe, es waren jetzt ein paar nützliche Infos für euch dabei und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über einen Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Damit helft ihr nämlich, dass auch anderen dieses Video vorgeschlagen wird. Und jetzt bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.